Yo YouTube, was geht ab und willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Zweitkanal. Wir hatten bis jetzt schon unfassbar viele Spielmodi in Warzone, die wir aber allesamt vergessen haben, weil nichts davon langlebig war. Das Einzige, was bis jetzt geblieben ist, war halt einfach Battle Royale, Wiederauferstehung, Beutegeld und immer mal wieder ein bisschen Mini-Royale. Aber sonst halt wirklich außer diese 4 Modi hatten wir nichts, was auch nur länger als 1-2 Monate vielleicht in Warzone drin war. Und darum soll es heute nämlich gehen. Der gute Ornery Plays, mein absoluter Favorite-Channel momentan auf YouTube, was Reactions angeht, hat ein neues Video hochgeladen mit The Entire History of Forgotten Game Modes in Warzone. Also alle Spielmodi, die wir bis jetzt vergessen haben in Warzone. Ich könnte da zum Beispiel denken, also er zeigt jetzt schon Third-Person-Modus, der war komplett für den Arsch. Dann gab es noch diese Haunted Events in Verdansk zum Beispiel, das gab's. Es gab einen Rocket League-Modus, den habe ich aber tatsächlich nie gespielt. Aber sowas umdreht, darum soll es auf jeden Fall gehen. Und ich bin sehr gespannt, weil ich mich an wirklich kaum was noch erinnern kann. Deswegen, ja, lasst hier jetzt schon mal gerne ein Like auf dem Video und ein Abo auf dem Kanal, da um nichts weiteres zu verpassen. Wir kommen täglich ab 13 Uhr, außer heute ein bisschen später, deswegen unbedingt ein bisschen mehr Support noch da lassen, würde mich sehr freuen, da freut sich der Algorithmus auch sehr. Und ich würde sagen, wir gehen rein. Das ist so krass, das geht nicht in meinen Kopf rein. Das ist so krank, Alter. Fucking Rocket League. Warum? Way more than ever thought we did. Some I never knew existed, some have never been seen again, and some desperately need to come back. So today we're going to take a look at the entire history of limited time modes in Warzone. Pretty simple criteria here, it just has to be a game mode that isn't Plunder, Battle Royale, or Resurgence. Ein Spielmodus, der nicht Beutegeld, Battle Royale oder Wiederauferstehung ist. Okay, macht Sinn. Jeder Spielmodus bis auf die 3, I guess. And also if an LTM returns in the timeline, I'm not will jetzt auch Mini-Royale dann sagen, go oder? ahead and comment your favorite limited time mode as we get started. Würde mich auch interessieren. Schreibt es gerne in die Kommentare, was euer absoluter Favorite-Modus war. Meiner müsste ich sagen, dieser Halloween-Modus aus Verdansk damals noch, der war insane. Haben sie immer mal wieder probiert, in Caldera glaube ich nicht, aber in Warzone 2 auf jeden Fall am Ende haben sie probiert, diesen Modus wieder zu implementieren und haben es nie so hinbekommen. Scopes und Scatterguns. Nur Sniper, glaube ich, war das, oder? It was a pretty simple concept. The only weapons available throughout the match were snipers and shotguns. This was a very vanilla and basic limited time mode, das ist sehr cool, finde ich. Sniper und Shotguns. One we ever saw, and it definitely paved the road for a lot of good LTMs to come. Das verstehe ich auch nicht, warum das nie zurückkam, so in die Richtung. Einfach so, dass man nur spezielle Waffen nur verwenden kann. Das ist doch geil, oder nicht? Nur Sniper und Shotguns? Das ist doch geil. Vielleicht minus Shotguns, vielleicht nur Sniper? Realism was a mode added to Modern Warfare 19 that was kind of like hardcore, but with a few more quirks. They decided to add a version of this to Battle Royale that I really don't think was necessary. Your headshot damage was buffed and you didn't have a minimap or really anything on your HUD. Ich weiß, er hat nicht wirklich gejuckt, muss ich ehrlich zugeben, aber es hatte was, Hence why it's never made a return in Warzone. Juggernaut Royale? Was war das nochmal? Which was the exact same as a standard Battle Royale match, only at some point a Juggernaut crate would be dropped into the map. Whichever player secured the crate was granted Juggernaut armor and a minigun until they died or won the match. Du hast einfach straight up gewonnen mit so einem Minigun, I remember. Das war krass. And it definitely doesn't deserve its own mode. Sure, you had insane health, but you were an easy target since you were marked on the map for everyone to see and also moved super. Ich kann mich aber erinnern, du hast in Fahrzeuge einsteigen können, hast dann teilweise mit diesen riesen LKWs rumfahren können. Und das war dann krass, weil die haben wirklich viel zu viel Leben gehabt. And the reason I don't think they brought it back in its own mode is because they've implemented in other game modes where you can just get it naturally. Like you could find them in the bunkers, I'm pretty sure at one point, but it really just doesn't deserve its own game mode. Es ist so krass. 200 Kurz, oh mein Gott. All that was going on here was changing the player count from 150 to 200. Ja, von 150, oh mein Gott, selbst 150 Spieler ist so weit von dem entfernt, was wir momentan haben. 100 Spiele haben wir momentan, das war einfach das Doppelte. Stellt euch vor, auf eurem Landespot sind statt einem oder 2 Teams plötzlich 3 oder 4 Teams jedes Mal. Junge, das war so krass. Also 200 Spieler war insane. Das war so krass. Irgendwie hat es was. Then we had Stimulus, which was later renamed to Buyback. This didn't have the traditional gulag, and as long as you had $4,500, you would come back immediately. Es war einfach Wiederauferstehung auf der großen Map so mäßig. This mode came back multiple times. Ja, war auch ein geiler Modus. Rumble? Rumble was a game mode that was just 52 versus 52 deathmatch with respawns on Verdansk. Ja, ist geil zum Waffenleveln wahrscheinlich, aber juckt nicht ganz. Nothing I would really grind, das ist für Free-to-Play-Players, also Battle. Kann ich mich erinnern, da habe ich wirklich Waffen gelevelt, 100%. Safe. Das war geil. I don't really see a need for this to return whatsoever.
Mini Royale, is one genau. of the more reoccurring game ich modes gar that nicht actually enjoyed. makes some sense. It's pretty much expedited Battle Royale and begins on a much smaller portion of the map and circles close much faster. Mind you, this was actually before Resurgence existed, so it was a pretty big hit amongst the community. Some might say Ja, it's Mini not Royale war needed gar nicht today, but I schlecht. think it's different enough for Ich bin Battle kein Royale Riesenfan and gewesen, aber Resurgence ich to sehe auf justify jeden it Fall, coming warum man back, das and that's enjoyed why haben it's the kann. game mode that's been brought back War the in Ordnung. most. I'll be Kingslayer, honest, ist you das? could tell me this entire excerpt from the Call of Duty wiki is mumbo jumbo because I never heard of nor played this mode. To me, it kind of sounded like multi-team deathmatch. 17 das? teams race to 100 kills, and that's pretty much all there is to it. However, people on a kill streak get marked as a king, and if you take them out, it counts as 5 points instead of 1. Sounds like a pretty good mode. I just never got around to Was? playing it, and it's never been brought back. Was since. ist das? Ich schwöre, das habe ich noch nie gesehen. Alright, Ich this habe bis mode jetzt was so awesome. ziemlich alle Each team Modi habe ich deployed gesehen, next aber das to a nicht. Bertha that we all know and love, only it's souped up with armor and a heavy turret. As long as Ja, your truck das hab was ich nie still around, gespielt. you could respawn, and if your truck gets destroyed, you could buy a truck redeploy. Sehe ich auch den Sinn dahinter, warum das Spaß machen kann, aber das habe ich auch nie gespielt gehabt. Da spawnst du mit so einem Truck halt einfach rein und kannst dann seitlich auf dem Truck, hast du auch, glaube ich, eine Buy-Station gehabt, du hast den Truck auch healen können und hast halt versucht, die anderen Trucks und die Spieler, die halt auf dem Truck sind, zu killen. Marker to Mäßig. get another one. There were repair stations that let you fix up your truck. You Genau. could also upgrade your truck with things like better Upgraden hat armor, man a auch shorter können, okay. turret cooldown, and trophy systems. The gas would move super quick, but also hit really hard, making your truck a necessity to winning. This mode seriously felt like du hast den all those Truck wirklich moments you've seen in the gebraucht, weil die Warzone Zonen so trailers, schnell but gemoved just sind. Okay, nonstop. fair. A super hectic game mode without any stress, honestly. It acts as an amazing party mode that's made a handful of returns, most recently towards the end of Warzone. But if it were up to me, Sorry. this mode would always be around. Sorry, ich hab's ein bisschen Warzone was leiser on a gemacht. roll at this point because we have yet another fan favorite. This was pretty much infected, but the Wobei, Battle warte. Royale version. After death, your player Und would das skip war the mein gulag Favorite. and come back as a Absoluter zombie. Favorite-Modus. And if you killed Absolut humans and Favorite. collected Der hat antivirals, so you could Bock come gemacht, back hat man as so a viele human. Kills machen können, Zombies das war had an crazy. EMP blast, a gas grenade, and most notable, a super jump. Same rules as regular Battle Royale, last human team remaining wins. Another fun aspect of this mode was that it took place on Verdansk at night, which, correct me if I'm wrong, this is the first like alternate version of a map we Das would war ever schon see in cool. Warzone. War We schon also cool. saw a Verdansk version in der on Nacht war Rebirth schon Island, but geil. then it would also return on Aber Rebirth Warzone Island hab ich 2 gar and nicht grant enjoyed dann. Vondel and Al Mazrah a night map, which many loved as well. This is yet another beloved mode that I think should also always be in the rotation, but I guess that would be way too easy. If you ever Exfiltration. played Hyperscape, this was pretty much that. Towards the end of the match, a radio would spawn in and begin at like a timer of 2 minutes, I Das hab ich believe. auch nie If your team gespielt, is ja. able to hold the radio until the timer runs out, you win. You're marked on the lap, so you'll pretty much have the entire lobby after you, which made it da hab pretty ich da hab ich ein difficult. paar I didn't Clips play this von mode gesehen, that aber das habe ich much, nie and I selbst didn't really gespielt think it was all tatsächlich. that fun, but definitely not bad by any Weird. means. The Rebirth Oh, version weird. that came out later was far superior, though. Power Grab. This is one of the more slept-on modes, in my opinion. Power They pretty grab? much just added kill streaks to Ja, was Warzone. das After für- someone dies, they drop a dog tag that anyone can pick up, and when you do, you get a reward. Starting with a UAV, Oh, then a heavy weapon. cool. Es ist wie so Killstreaks im Multiplayer, wo du halt einen Gegner gekillt hast und dann haben die so eine Marke haben die gedroppt und für gewisse Anzahl an Marken kriegst du halt dann so Killstreaks freigeschaltet. Das ist A richtig cool. respawn token, a cluster strike, armor satchel, durable gas mask, airstrike, specialist bonus, and lastly, an advanced UAV. This directly Krass. incentivizes getting kills and results in the more aggressive players to be better off in the final circle. geil. Since Das ist there richtig are geil. no What the loadouts fuck? in this mode either. Was ist im Modus? Also, Warum hab ich den nicht? randomly, Warum they kenn ich added den nicht? exfil choppers during the final circle that you can use to win the game without even being the last team standing, which, if I'm not mistaken, was the first time you could win a Battle Royale match without being the last team standing. Please correct me if I'm wrong. I think the next time they would toy with this feature is in the Battle Royale preview we saw last month in Warzone 3. More on that later. We've seen elements of this game mode return, but Power Grab has Ja, aber not cooler returned Modus. Habe ich nie since the gespielt, aber 80s leider. action Habe ich nie hero gespielt. Aber es sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. This was an Payload. objective-based game mode that was 20v20 and had one team defending and one attacking. The attacking team was trying to escort the payload through all the checkpoints, while the defending team obviously was trying to prevent that. I think this is another game mode that worked really well for free-to-play players Kann ich to mich nicht grind erinnern. guns, since you had Also ich merke gerade, also er hat mir so viele Modi bis jetzt gesagt, die ich nicht kenne. Also die ganzen Stuff am Anfang und auch dieses Haunted-Event und sowas kenne ich natürlich alles. Von dem habe ich ja schon im Intro erzählt, aber was ist denn das für ein Modus? Warum habe ich so wenig Modi gespielt? Bin ich dumm? infinite respawns and had an objective to focus. Ich spiele halt nur Kind of felt Battle like Royale und playing War Mode, Wiederauferstehung. which Wenn was das a so really plötzlich fun irgendwie so ganz multiplayer game mode random as Modus well. spielt, dann Payload spiele eventually ich, made a dann spiele ich den return nicht. to Rebirth Island, Das but juckt hasn't mir made nicht a ganz so, comeback glaube ich, oder? since. Verständlich. Clash was exactly like Rumble, but they added all the features of Battle Royale, like buy stations, armor plates, contracts, and events. Really not much here to say, other than I think they could have just reused the name Rumble and still made all these changes. I do think this Okay. is better than Rumble, though. Iron Iron Trials
einer der besten Modi, die wir bis jetzt in Warzone hatten. Für die Leute, die es nicht kennen, also er wird es gleich nochmal sagen, aber ich muss nochmal betonen, bevor er es jetzt sagt, man hatte mehr Leben als im normalen Spielmodus. Man hatte statt irgendwie 200 AP, hatte man 300 oder 400 oder sowas und es hat sich so krass angefühlt. Du hast als guter Spieler, hast du easy ein Team 1v3 oder 1v4 können sogar, weil die Stims auch so krass waren nicht in dem Modus, sondern generell zu diesem Zeitpunkt in Warzone. War geil. Geil. Snipers didn't one-shot outside of 30 meters. Ja, doch nicht gewone-shottet, die Sniper. No free loadout, and ground loot was entirely different. War das schön. Schaut mal, wie lange man braucht, um jemanden zu killen in dem Modus. Wow. Had a pretty solid following, and that's why it was like one of the most returned modes you've ever seen as well. Das They even ist had so Titanium krass. Trials Endurance, which is even more like hardcore than this. But if you want a bare bones Battle Royale experience, Iron Schaut das Trials an, wie is langsam man definitely stirbt. Geil. Das kennt man nicht. Ghost of Ghost Verdansk? of Verdansk was pretty much Zombie Royale, but with a ghost reskin. There are a handful das of kenn ich- differences, also, like Ghost being hab able to ich gespielt, teleport aber instead of having a gas grenade. sagt mir There was gar nichts also a irgendwie. sanity meter that I really don't know what triggered it, but it would cause like hallucinations and like audio cues if it filled up too much. This was another fun game mode, but I still think Zombie Royale was better. Sagt mir gar nichts. Vanguard This mode Royale? was released alongside the Vanguard integration that restricted any Nice and all PvP game. assets from Cold War or Modern Warfare on Caldera. It was supposed to force the player to only using Vanguard guns to help promote and show Ah, Vanguard Royale. Also ja, klar. Früher in Warzone 1 war das ja so. Warzone 1 war MW 2019, Cold War und Vanguard drinnen. Und Vanguard Royale hat einfach nur die Waffen aus Vanguard genommen. Und dann hast du nur die Vanguard-Waffen halt einfach spielen können. Sodass du halt einfach, naja, Vanguard kaufen und dann die Waffen in Vanguard leveln musstest und die ganzen anderen Waffen davor nicht spielen durftest halt. Das war Vanguard Royale, mehr war es glaube ich nicht, oder? terrible game. The mode itself is a good idea. It kind of helps you like figure out what you like with the new guns and whatnot. But I just wish Vanguard was a better game. Ja, Vanguard war shit, Alter. Sorry. I really like the idea of Operation Flashback. Was I war just think das? the execution was a bit lazy. Basically, this was a standard battle royale mode that brought back items from previous seasons in LTMs and Warzone, such as redacted weapons, vault keycards, and specialist bonus. I mean, seriously, that was like pretty much it. This mode has never returned, and I wouldn't mind if it did because now there's so many things we haven't seen in forever that would be fun to see back again. A lot of those No things clue. I mentioned in my entire history of Das war ein forgotten features Banger-Video, in das haben wir auch Warzone schon video, angeschaut, da könnt ihr die Reaction auch dazu anschauen. Das war ein paar Videos davor, you should glaube ich, war definitely das. check Schaut out euch das after gerne this. an. The Das concept ist ein for the Banger. mode is there, just needs way better execution. This was an April Fool's mode that gave players a grenade launcher, no parachute. Holy shit, hat mich das abgefuckt. Dieser Modus hat mich crazy abgefuckt. Das war, wenn du Feuermunition dabei hattest und jemanden angeschossen hast mit deiner Feuermunition, ist der in die Luft geflogen, wegen dieser Feuermunition. Und das war aber auch, cool war aber auch, wenn du einen Raketenwerfer dabei hattest und den vor dir auf den Boden gesetzt hast, bist du nicht gestorben an dem Raketenwerfer, sondern auch in die Luft geflogen, hast richtig coole Sachen damit machen können. And no Das war fall cool. damage. Which doesn't really sound that crazy, right? Well, let's Das factor ist in the krank. fact that What the any fuck? explosive damage resulted in you being thrown backwards. This includes rocket Schau euch das launchers, an. lethal grenades, Ja, stun grenades, ja, but wegen most der notably, Feuermuni. explosive Das and ist so fire krass. ammo. That means if you're shooting someone with that, they just continuously get thrown back. It's fun seeing silly game modes like these come to Warzone around April, and I'm not really mad they brought it back in Warzone too. But die You normal could kinda lump Resurgence. this in Ah, with dasselbe, totally I normal guess. Battle Royale since it had all the same mechanics except you had also unlimited respawns until the 7th circle and spawned in with specialist bonus. This was actually Oh, mit Blood My Manis- Spezi-Bonus gespawnt. Oh mein Gott, ist das schön. Ey, Spezi-Bonus, wirklich dieses eine Feature, was sie unbedingt wieder zurückbringen müssen in You could Warzone. totally frag out like crazy since there were so many respawns and just like people were always in the air. Warte. Schau mal kurz nach rechts oben. Der hat 64 Kills gerade. Also man hat in diesem Modus so unfassbar viele Kills machen können, weil die Leute bis zur 7. Zone, das heißt bis zur Zone davor, schaut mal, wie klein die Zone gerade ist, bis zur 7. Zone haben die respawnen können. Bedeutet, du hast halt wirklich bis zum Endgame hin, also bis zum Ende halt einfach Kills So many farmen können. free Das war kills. krass. And technically the kill record on Rebirth Island is on this mode with 70 by Figo. 70 Kills. This was one of the craziest and most random crossovers we've ever seen in Warzone. It was Resurgence on Caldera with Godzilla Ja, das war and Kong krass. roaming the map. Ah, das Crossover Aside from war wreaking krass, der havoc Modus on war the map kacke, and aber players, das you could Crossover actually war control the crazy. Titans if you collected enough Monarch intel, which was pretty much the equivalent of dog tags in the power grab mode. Classic last team standing wins, but this was honestly a lot of fun, but felt kind of out of place to me. I think they Ja, had es this war crossover in random, the es war vault as a weird. last-ditch effort to save Caldera. The reason I say that is that this LTM was introduced to the game over a year after Godzilla and Kong was in theaters. This mode was fun. Warte, was? Das war, also okay, es kam Godzilla gegen King Kong kam ins Kino und ein Jahr später kam erst dieser Modus. Okay, das ist weird.
Das macht ja gar keinen Sinn. Was ist das für eine komische Promo? Der Film ist doch seit einem Jahr schon draußen. Wenn das irgendwie, wenn die Promophase irgendwie eine Woche davor wäre oder sowas, würde ich es verstehen, aber das ist random. But it really feels like a fever dream to me. Kompletter Fiebertraum. This was the same as Chairman Battle of Royale, Caldera? only it had a continuous circle closing, you spawned in with your loadout, a gas mask, and an extra life. They also had this siphon system, which we had never seen in Warzone before, where when you got a kill, you got all your health and armor back instantaneously. This mode is Das war cool. Okay, den Modus habe ich richtig enjoyed. Ich hab's gerade gar nicht verstanden. Aber du spawnst auf jeden Fall mit Loadout rein und wenn jemanden killst, hast du automatisch dein ganzes Leben und deine ganzen Platten voll. Oh, das war ein geiler Modus, ich kann mich erinnern. Das war wirklich einer meiner Favorites. Geiler Modus. Last Call was a cool mode that was played on Caldera and saw multiple bomb sites around the map. You could choose to detonate or defuse the bombs. Okay, das kenne ich, das habe ich noch nie gesehen. Allein diese Statistik da oben oder was das ist, also die Grafik da oben, das kommt mir gar nicht bekannt vor, noch nie gesehen. I thought it was a cool feature that you could decide which side to be on at any given Fucking moment during the Fennec, match. So Alter. on a resurgence timer, and this makes for a decent LTM. Kinda gives me lockdown vibes for some reason. This mode has never returned in Warzone as well. Noch nie gesehen. This is exactly the same as scopes and scatterguns, only it was crossbows and melee weapons. Throw it on Caldera and have the pacing of mini BR. Gibt dir noch einen Finisher, wenn du einen Finisher... Ja, danke, oh mein Gott, danke. Gut. This was a pretty simple mode that just changed all the ground loot to epic or legendary on Rebirth Island. The focus was to give... Ja... Okay, sehe ich. Habe ich, glaube ich, nicht wirklich gespielt. Ich war kein riesen Rebirth Island-Fan. Ich freue mich aber umso mehr, wenn jetzt Rebirth Island Anfang April vermutlich, man weiß nicht hundertprozentig, wieder rauskommt. Freue ich mich schon sehr drauf. Aber der Modus klingt geil. Es sind halt nur goldene Waffen als Grounded und ein bisschen mehr Leben. At the launch of Warzone 2, we saw two brand new LTMs. The first we'll discuss is the third person mode, which was exactly that. Trios on Al-Mazrah, but in third person. This was every bit of an experimental mode, and I'm sure it had some type of cult following, but definitely not for me. Ja, ich habe es auch nicht gefühlt, irgendwie gar nicht gefühlt. Das war so weird. This was a mode that was supposed to showcase the assimilation feature added to Warzone 2. Dass du Teams zusammenschließen können. Safe. Machst du plötzlich statt einem 3-Team was ein 6er-Team. Ja, war ganz in Ordnung, I guess. This meant if you found another trio you were vibing with on proxy chat, you could invite them to your squad and become a squad of 6 for the rest of the game. This mode wasn't that popular and didn't make a comeback, but I think they could bring it back, but just instead of adding the assimilation feature, just make it a squad of 6 from the start. I would love to see them play with the squad sizes a little bit more in some LTMs, but that's just something they've never tried. Sechser-Teams in Warzone, das war cool. Das habe ich noch nie, also das habe ich einmal kurz gesehen, aber nie selbst gespielt. What the fuck? With pretty standard rules. I mean, it was very straightforward. I think this LTM's main goal, no pun intended, was to promote the Pogba, Messi, and Neymar skins, and probably did a good job of that. Okay. Einfach nur um die Messi und Neymar Skins zu promoten. Ja, fair. I hope makes a return for Warzone 3 at some point. It was played in Al-Mazrah with 150 players, only it was Resurgence, and the first circle was much smaller. This meant you landed right in the action and had little to no time between so viele Kills. Wiederauferstehung, 150 Spieler, kleinere Caldera-Map. Da ist die Hölle abgegangen. Aber ich mach das so fertig, wenn ich da schon Warzone 2 sehe. Mich macht's so fertig. So ein schlechtes Spiel gewesen. Ranked and Lockdown? Really an LTM, but we'll go ahead and mark this as the first time Ranked was introduced into Warzone. Then about a month later, we got Lockdown, which is now a near permanent mode as well. Also einmal Ranked und dann Lockdown. Ja, Lockdown habe ich ein, zweimal gespielt, um Waffen hochzustellen. War ein guter Modus. This was the Boys crossover that was just Resurgence. Das war eigentlich ganz cool, finde ich. Das war jetzt gar nicht so schlimm. Es hat nach der Zeit hat's ein bisschen abgefuckt, muss ich zugeben, weil ein, zwei dieser Spezialeffekte haben schon wirklich sehr abgefuckt. Die waren viel zu OP. Aber overall war das ein gutes Crossover. Muss man den wirklich lassen. Das haben sie gut hinbekommen. In the form of Temp V as a field upgrade. This included laser vision, teleportation, electrical shockwave, and super jump. I really enjoyed this mode as a party mode, but my only complaint is that this was the only way you could play Resurgence for like 2 weeks. Ja, 100%. Es gab kein normales Wiederaufstehen. Du hast diesen Modus spielen müssen. Das war krank. Really fun game mode, but just give us the option to not play it as well. Das ist immer so aufdringlich, finde ich. This was a Christmas LTM added to Warzone 3 shortly after launch that I actually thought was a lot of fun since there was a lot going on here. It was Resurgence on Earth's extent, only there were several Christmas trees you could go to that you could secure that gave you a black site key that opened a door that teleported you to a black site. Also, the tree had a... Okay, kleiner Side-Fact, wenn man das Spiel auf Deutsch hat und diesen Modus gespielt hat,
und du einen Gegner gekillt hast oder von einem Gegner gekillt wurdest, hat der Schneemann im Hintergrund O Schneemine gesagt. Könnt ihr euch da mal daran erinnern? Wie ich diese deutsche Übersetzung ganz schlimm. Die Schneebälle waren cool. Die waren cool. Die waren cool. Das muss man sagen. Die waren sehr cool. If you didn't want to go to the black site, you could hunt zombie reindeer that would drop a crazy amount of loot as well. Or you could head straight to Santa's sleigh, aka a Christmas version of the train, which is not only where you could find Santa with the minigun, but where the circle is guaranteed to finish. The final circle moving continuously with the train was just so much fun. It made the game feel action-packed and super hectic and kind of like Der Zug war cool, der Zug war cool. Die Zone ist die ganze mit dem Zug herum gefahren. Das heißt, wenn du die ganze auf dem Zug drauf warst, hast du nicht mehr rotieren müssen, sondern die Zone ist einfach mit dir mitgefahren, so mäßig. Das war ganz in Ordnung. Battle Royale This is the most Preview. recent LTM we've seen, and I was kind of debating on whether I should even include it or not, but I do think it's worth mentioning since it's probably going to be a reoccurring mode. It basically acts as an experimental mode to toy with new concepts and ideas being implemented to Warzone. The most recent one was showcasing an exfil feature that lets you withdraw from a match and receive a bonus for doing so. I think this mode could streamline getting new content to Warzone and actually giving the community a chance for some input, which is something we've never had. And that brings us to modern day. But as you can see, Okay, ja, der Experimental Mode, ja, an sich, okay. Das war halt, du hattest so die Option, dass du exfiltrieren konntest und dann hat das, glaube ich, sogar auch als Win gezählt. Das hat aber nicht zu diesen 5 Wins gezählt, die du hintereinander brauchst, um eine Nuke zu machen, aber zu den 30 Wins, die du für eine Season voll machen kannst, um auch einen Nuke-Auftrag zu bekommen. Das heißt, das war an sich ganz cool, glaube ich. Weil eine leichte Möglichkeit, Wins zu fangen. Don't get me wrong, they've had their fair share of misses, but I think they've had valuable modes that could help give the players some variety and a more casual experience. Fühle ich aber seinen Punkt. Er meint, dass es seit Warzone 1 gab es nicht wirklich mehr Limited Time Modes, also es gab keine speziellen Modi mehr, die Activision reingebracht hat, leider. Und er wünscht sich genauso wie ich und wie die große Playerbase einfach wieder zurück, so ein bisschen was Neues einfach. Also allein dieser Modus ist halt richtig geil. Dieses Haunting of Verdansk zum Beispiel. Es gab so viele coole Modi. Champion of Caldera, sowas in die Richtung. Einfach irgendwas Neues, irgendwas Frisches. Fühl ich aber. Ich glaube aber spätestens mit Verdansk wieder. Und Ende des Jahres. Ja? Ja. And more importantly, all maps. Plunder or Lockdown, whichever one you're feeling. Ranked. These are the 4 that should always be in die 4, die immer in Warzone sein müssen, true. But then there should be some type of respawn mode, being like Payload or Rumble, then a party mode like Armored Royale or Zombie Royale, and then Battle Royale Preview whenever that's available as well. This would be such a better selection than what we have. Problem ist, ich glaube, Warzone hat nicht genug Spieler für sowas. Das ist halt das Problem. Wenn du jetzt bedenkst, dass hier hast du Trios, Plunder machst du jetzt Quads, du machst den Respawn-Modus, Party-Modus, Resurgence, Battle Royale. Diese 4 Modi willst du alle Solo bis Quads haben. Das sind erstmal 16 Modi, die du auswählen kannst. Das ist zu viel fürs Menü, da kennt sich keiner mehr aus. Es gibt nicht genug Spieler, um da alle Lobbys füllen zu können. Das ist schwierig, finde ich. For some reason, I like being really restrictive and kind of like picking and choosing what we can play and when we can play it and how many people can play it. But just having options would be super nice. Maybe the pub lobbies are getting super sweaty and you just want to go play Zombie Royale before your fist goes through your monitor. I don't see what damage it causes by having just a bunch of game modes available. I mean, I think they could even do more game modes than the ones I just suggested. Let's take other games, for example, like Halo. They had a ton of party modes and also a bunch of sweaty game modes as well. I don't know why they won't do something like this. But that's all I have for you guys. If you're still watching... Ja, wie gesagt, also mein Punkt ist immer noch, dass es einfach momentan nicht genug Spieler in Warzone sind. Ich hoffe, es wird besser mit Ende des Jahres, wenn dann Verdansk wieder rauskommt. Aber ja, mal schauen. Ey, schreibt mir aber gerne in die Kommentare, was euer All-Time-Favorite-Spielmodus war. Besonders, wenn ihr jetzt gesehen habt, was alles drinnen war. Wenn ihr wenn euer Gedächtnis nochmal aufgefrischt wurde, weil meins wird es definitiv. Und ja, wenn euch das Video aber an sich gefallen hat, gerne noch ein Like da lassen und ein Abo auf dem Kanal. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Haut rein.